Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich hoffe, dass ihr mich nicht allzu lange vermisst habt. Es gibt Aussagen, da reibt man sich nicht die Augen, sondern prüft erst einmal, ob man sich verhört hat. Einer dieser Aussagen stammt aus einem aktuellen Stream der Hassfluencerin und Israel-Hasserin Shoyoka. Darin behauptet sie wörtlich, sie habe keine Angst vor der Hamas als queere Person, denn diese würden queere Menschen ja nichts antun. Stattdessen habe sie eher Angst vor Israel, dass sie dort als queere Person mit einer Drohne getötet werden könnte. Das, meine lieben Freunde, sind nicht nur schwere Vorwürfe und nicht nur ein Hass auf Israel, es ist ein gezielter Antisemitismus einer Person, die sich dem linken Spektrum zuordnet, jedoch empfinde ich sie persönlich als stramm rechts und dunkelbraun. Schwere Vorwürfe wie die ihren verdienen keine Empörung, sondern eine faktenbasierte Gegendarstellung. Und genau das machen wir jetzt. Mein Lieblingsspruch ist, ja, wenn du so für Palästina bist, dann geh als queere Person doch nach Palästina und schau, was es dir bringt. Ich kann dir sagen, was es mir bringt. Israel wird mich ermorden. Das funktioniert nicht. So, wenn ich als queere Person nach Palästina gehe, dann habe ich keine Angst vor den Hamas oder vor Palästina. Dann muss ich am meisten Angst davor haben, dass eine israelische Drohne mich tötet. Hä? Zunächst halten wir mal fest, was gesagt wurde. Nicht paraphrasiert, nicht zugespitzt, sondern exakt. Hamas stelle für queere Menschen keine Gefahr dar. Ja, wenn du so für Palästina bist, dann geh als queere Person doch nach Palästina und schau, was es dir bringt. Ich kann dir sagen, was es mir bringt. Israel wird mich ermorden. Das funktioniert nicht. So, wenn ich als queere Person nach Palästina gehe, dann habe ich keine Angst vor den Hamas oder vor Palästina. Ist ihre Behauptung. Und die andere? Israel hingegen sei gefährlich, bis hin zu der Vorstellung gezielter Tötungen durch Drohnen. Dann muss ich am meisten Angst davor haben, dass eine israelische Drohne mich tötet. Das, meine Freunde, sind keine Gefühle. Das sind konkrete Aussagen über reale Akteure und reale Gefahrenlagen. Also schauen wir uns mal die Realität an. Die Faktenlage im Gazastreifen. Der erste Fakt ist, im Gazastreifen gelten weiterhin Strafgesetze aus der britischen Mandatszeit. Diese kriminalisieren einvernehmliche homosexuelle Handlungen zwischen Männern und sehen dafür mehrjährige Haftstrafen vor, bis hin zu dem islamischen Recht, welches ebenfalls angewendet wird, wo es bis zur Todesstrafe geht, indem man zum Beispiel von einem Dach geworfen wird, am Kran aufgehängt wird oder bis zum Tod mit einem Motorrad durch die Straßen geschleift wird. Diese Gesetze sind nicht symbolisch, sie existieren, um ein permanentes Klima der Angst und Bedrohung zu schaffen. Der zweite Fakt ist, es gibt keinerlei gesetzliche Schutzmechanismen für homosexuelle Menschen in Gaza, keine Antidiskriminierungsgesetze, keine Anerkennung von Partnerschaften und keine rechtliche Absicherung. Der dritte Fakt ist, der Gazastreifen wird von der Hamas kontrolliert, einer Organisation, die Homosexualität offen als moralisch verwerflich einstuft und eine extrem konservative Auslegung religiöser Normen vertritt. Menschenrechtsorganisationen berichten übereinstimmend, queere Menschen leben dort unsichtbar. Nicht aus Lifestyle-Gründen, sondern aus Angst. Wer daraus schlussfolgert, Hamas würde queeren Menschen nichts antun, muss entweder außergewöhnlich optimistisch sein oder außergewöhnlich ignorant gegenüber quellenbasierten Tatsachen. Gibt es systematische Verfolgung? Ein häufiger rhetorischer Trick lautet, es gibt doch keine Massenverhaftungen, also auch kein Problem. Das ist journalistisch absolut unhaltbar. Repressionen funktionieren nicht nur über Aktenzeichen, sondern über soziale Kontrolle, Angst, familiären Druck und Gewaltandrohung. Wenn Menschen sich nicht outen können, wenn es keine Schutzräume gibt und wenn der Staat keine Schutzversprechen abgibt, dann ist das keine Freiheit, sondern eine stille Form der Unterdrückung. Kommen wir zu der zweiten Hälfte der Aussage, der Behauptung, Israel stelle für queere Menschen eine größere Gefahr dar. Hier müssen wir sehr klar sein. Es gibt keinen einzigen belastbaren Beleg, dass Israel queere Menschen gezielt wegen ihrer sexuellen Orientierung angreift, weder mit Drohnen noch auf eine andere Art und Weise. Israel setzt Drohnen militärisch ein, ja, aber nicht zur Verfolgung sexueller Identitäten. Demgegenüber steht auch eine belegbare Faktenlage, nämlich Homosexualität ist in Israel legal. Diskriminierung ist gesetzlich verboten. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden anerkannt. Homosexuelle Menschen dienen offen im Militär. Pride Parades finden unter staatlichem Schutz statt. Man kann Israels Politik kritisieren. Man kann Militäreinsätze kritisieren. Aber die Behauptung, queere Menschen müssten dort aus Angst vor gezielten Tötungen leben, ist faktisch unhaltbar. Der Vergleich, den man nicht vermeiden kann. Stellen wir die beiden Realitäten nebeneinander, ohne irgendwelche Emotionen oder Ideologie. In Gaza Unsichtbarkeit als Lebensstrategie. In Israel Sichtbarkeit als Grundrecht. In Gaza keine rechtliche Absicherung. In Israel Gesetze, Gerichte,
Schutz. In Gaza Angst vor Familie, Staat und Miliz. In Israel Konflikte mit Einzelnen, also auch mit Familienmitgliedern, die immer noch hinterm Mond leben und Homosexualität nicht akzeptieren wollen, aber dennoch Schutz durch den Staat. Wer das ernsthaft umdreht, muss mehr erklären als nur ein Bauchgefühl, wo das Geschwurbel beginnt. Und hier wird es unerquicklich, denn Shoyokas Aussage ersetzt Fakten durch Projektionen. Israel wird zum omnipotenten Drohnenmonster stilisiert, während Hamas zur harmlosen Kulisse erklärt wird. Das ist kein Aktivismus, das ist keine Solidarität, das ist Realitätsverweigerung mit politischem Etikett. Oder anders gesagt, man bekämpft keine Unterdrückung, indem man sie romantisiert, nur weil sie ins eigene Weltbild passt. Und hier mein Fazit. Journalistisch betrachtet bleibt am Ende nur festzuhalten, die Aussage, Hamas stelle keine Gefahr für queere Menschen dar, widerspricht der dokumentierten Menschenrechtslage. Die Behauptung, Israel würde queere Menschen gezielt töten, ist durch keinerlei seriöse Quelle gedeckt. Was hier präsentiert wird, ist kein Fakt, sondern ein Narrativ. Und Narrative sind bequem. Fakten hingegen sind oft unbequem. Aber genau dafür macht man Journalismus. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Zeit für das Wort zum Sonntag, ganz ohne Kanzel, aber mit Verstand. Die Moral der Geschichte. Nicht alles, was sich moralisch überlegen anfühlt, ist faktisch korrekt. Und nicht jedes Weltbild wird wahr, nur weil man es laut genug vorträgt oder mit der richtigen Fahne wedelt. Die Realität ist manchmal unerquicklich. Sie widerspricht Parolen, sie ignoriert Aktivismus. Und sie hat die unangenehme Eigenschaft, sich nicht um Gefühle zu kümmern. Wer über Menschenrechte spricht, sollte sie nicht selektiv verteilen. Und wer Unterdrückung kritisiert, sollte sie nicht relativieren, nur weil sie ideologisch gerade passt. Oder anders gesagt, man kann sich nicht für Vielfalt feiern und gleichzeitig dort wegsehen, wo Vielfalt unter Strafe steht. In diesem Sinne. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, wenn du Fakten schätzt, auch wenn sie unbequem sind, dann lass mir doch gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Nicht nur für mich, sondern für den kleinen Rest Vernunft im Internet, der noch nicht ganz aufgegeben hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, tschüss, bye bye, der Alex.